Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute ist es endlich soweit, ich bin schon sehr gespannt. Wir gucken das allererste Mal zusammen auf den allerersten fusionierten Server. Ja, ich bin sehr gespannt, was da drauf so abgeht, wie viele Spieler da jetzt drauf sind, wie sich die Ehrenhalle geformt hat. Und es ist ja jetzt auch der Elevator aktiv. Über mir übrigens gerade noch der Code aktiv, den könnt ihr immer noch eingeben, solltet ihr tun. Ich weiß nicht, wie lange der aktiv ist, vielleicht nur ein Wochenende oder so. Deswegen spätestens Sonntag sollte man den eventuell eingelöst haben. Aber das ist auch gar nicht Thema. Wir gehen auf die fusionierte Welt, auf Fusion One rauf. Und zwar sehen wir jetzt schon, wenn wir hier uns eine Spielewelt aussuchen wollen, dann sehen wir jetzt hier neben Europa, den Europa-Servern und den alten Spielwelten auch die fusionierten Spielwelten. Hier auch nochmal unterteilt in die einzelnen Länder und hier auch in international. Aber das interessiert uns alles nicht. Wir gehen auf den Fusion One Server und melden uns da mal an, nehmen hier irgendeinen random Name und gucken einfach mal drauf. Ich bin sehr gespannt. Tipps brauchen wir nicht, wir sind Vollprofi, ja, und ich habe leider, das könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr da mehr Informationen zu habt, ich habe leider keinerlei Vergleich, sag ich mal, wie die Server vorher aussahen, also die einzelnen Server, bevor sie zusammen fusioniert worden sind, beziehungsweise wer auf den einzelnen Servern die stärksten Spieler waren, so, ne? Also die Gilden- und Serverdynamik, wie sich jetzt so eventuell mega krasse Gilden gründen und sowas, da bin ich leider nicht ganz im Bilde. Das hätte ich gerne noch gewusst, aber vielleicht könnt ihr mir da helfen. Wir hatten ja das ein oder andere Mal auf S10 USA drauf geschaut, da ja der Account von Strider zu Hause ist. Und bevor wir jetzt hier reinschauen in die erste fusionierte Welt und in die Ehrenhalle uns mal verirren, wollte ich euch ganz kurz noch in die IHOF entführen, ja, und zwar in die Gilden-IHOF, denn der gute Tim, Grüße gehen raus an der Stelle, vielen lieben Dank für den Hinweis, hat mir gesagt, dass ich gegen Strider gekämpft habe, ja, wer hätte das mal gedacht, dass mein Main-Account mal auf Strider treffen sollte, weil er ja auf seinem Server mit seiner Gilde, er war ja gefühlt der Einzige, der noch auf dem Server aktiv gewesen ist. Die in seiner Gilde waren ja teilweise auch schon sehr inaktiv gewesen und generell war das sehr abgeschlagen und deswegen war er mit seiner Gilde halt auch nie in der Gilden-IHOF hier zu sehen, beziehungsweise halt in unserer Nähe. Und jetzt sehen wir hier The Seventh Tongue F1, ne, ist hier IHOF-mäßig vertreten und hat gegen unsere Gilde gespielt. Ja, und ich habe schon gespoilert, mein Account ist tatsächlich auf Strider sein Account getroffen und das war sehr spannend auf jeden Fall. Hier ist ja auch der Tim, der mir den Tipp gegeben hat hier. Das hatte ich gar nicht gesehen gehabt. Und wir skippen mal ein bisschen durch. Wir sehen hier, wie gesagt, das ist die erste fusionierte Gilde, beziehungsweise halt die Gilde, die auf dem fusionierten Server in der IHOF vertreten ist. Wie sehr die Gilde noch der Originalgilde oder so noch treu geblieben ist oder ob sich da schon innerhalb der Gilde auch andere Gilden zu einer Mega-Gilde fusioniert haben, das kann ich euch leider nicht sagen, weil das habe ich alles nicht auf dem Schirm. Vielleicht weiß der Tim da ja auch irgendwas, dann kann er das ja auch, falls er das hier sieht, in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal sehr interessieren. Aber ansonsten gucken wir jetzt erstmal den Fight an. Und ich kann euch sagen, ich hatte mit Strider auch schon ein bisschen geschrieben gehabt. Und zwar, hier unten seht ihr Strider schon, da bin ich. Und zwar zum Thema, wie ist die ganze Serverfusion verlaufen und kann man damit arbeiten? Gab es da irgendwelche, Schwierigkeiten oder so? Das hatte mich dann interessiert gehabt und Strider hat soweit gesagt, dass eigentlich alles soweit glatt verlaufen ist, komplikationslos, ohne Probleme. Das hört man gern, weil wir hatten uns da sehr viele Gedanken drüber gemacht, dass das alles glatt läuft, ne? Dass das alles rund läuft, dass da keine Probleme gibt mit den Accounts und so. Aber es läuft tatsächlich wirklich alles bestens und lässt auf jeden Fall der Zukunft positiv entgegenblicken in Bezug auf weitere Server-Merges. Weil beim ersten Mal jetzt hier auch alles tatsächlich ganz gut geklappt hat. Ne? Jetzt wird sich halt untereinander noch ein bisschen
ja, gefunden. Es wird sich eingepegelt, weil die Accounts und die Stufen von den jeweiligen Leuten, die müssen halt auch erstmal irgendwo in der Ehrenhalle sich einfinden. Das dauert alles, bis die sich eingependelt haben. So, jetzt kämpfen wir gegen Strider. Und das war ein sehr kranker Versuch. Der war schnell vorbei, aber es war auf jeden Fall, wir sind auf Strider getroffen und wir haben sogar richtig guten Schaden rausgehauen. Ich muss dazu sagen, dass dass Strider keine Pots drin gehabt hat. Ne? Also Strider hat ja, glaube ich, schon doppelt, ja, der hat doch, das weiß ich, der hat doppelte 400.000er Stats und hier, wir gucken uns ganz kurz nochmal den Kampf an, hatte er, glaube ich, irgendwas um die 300 noch was gehabt, also auf jeden Fall unter seinem Niveau, deswegen haben wir auch so gut hier rausgehauen, trotzdem war es ein nicer Try, wir haben einen weggeklöppelt, dann haben wir den zweiten hier auch weggeklöppelt und der hat uns auch schon ein bisschen was eingejaxt und er, also Strider hier, haben wir auch fast noch gewonnen-hitted, ne? Aber wie gesagt, der hat halt normalerweise doppelte 400k Stats, also ja, gut, so viel dazu. Ne? Aber trotzdem, kann man sich ja mal ganz kurz freuen. Auf jeden Fall sind hier jetzt auf den ersten fusionierten Server insgesamt 318.726 Spieler fusioniert. Und soweit ich das richtig verstanden habe, sind hier keine Spieler mit rübergenommen worden, die inaktiv waren und ich glaube unter Level 10 und so, irgendwelche, die schon seit Jahren nicht mehr gespielt haben, ne, so eine Account-Leichen, die kennt man halt. Ich denke mal, das sind alles neu erstellte Accounts hier, die das gleiche vorhaben. Oh Gott, ist halt gespuckt hier, Alter. Die das gleiche vorhaben wie ich und zwar halt mal abchecken, was hier auf dem fusionierten Server so abgeht, ne? Also was geht hier so vor sich, ne? Und ansonsten sind das wahrscheinlich wohl meistens sehr aktive Accounts. Also keine Ahnung. Also ich gehe mal einfach von aus. Aber ich würde sagen, wir gehen mal auf die ersten Ränge und schauen uns das Ganze mal an. Ja, also das sind die ersten Spieler von dem neuen fusionierten Server. Die Ehre ist noch komplett. Ja, also wenn man die alten Videos mit Strider anschaut, wo wir auf seinen Server gewesen sind, da hatte er ja auch extrem viel mehr Ehre gehabt. Jetzt ist er hier momentan gerade auf Platz 8, was sehr ungewöhnlich ist für Strider, aber wir sehen halt auch, er hat auch gerade keine Tränke, ist ja auch mit dem Discord-Logo am Start. Aber ich gehe mal von aus, dass er halt eben easy auf Platz 1 kommen sollte, da er ja auch so oder so der stärkste Spieler ist. Man gucke sich einfach mal die Stats von den anderen Leuten hier an, dann sehen wir, okay, der Strider ist hier ohne Pots schon deutlich besser geskillt und wenn da dann noch die Pots drin sind, dann kommen wir hier auf doppelte 400k Stats und dementsprechend auch wahrscheinlich dann auf Platz 1 auch auf dem Server hier. Ne? Aber er ist ja auch fast Platz 1 international. Gut, wie gesagt, ohne Pots natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber ja, jetzt momentan gerade Strider nicht in der eHof vertreten, sondern hier der Shadow CZ auf dem F1-Server. Ne? Ich weiß nicht, ja, ich denke mal, er kann auch hier oben mithalten, von den Stats her auf jeden Fall. Ist halt auch eine ziemliche Glaskanone, muss man mal so sagen, aber ich denke mal, ist okay. Also ist jetzt natürlich nicht konstant, so wie Strider, aber ja, hier und da kann man auf jeden Fall mal, er ist auf jeden Fall ein sehr starker Account, das kann man mal so sagen. Und es ist jetzt alles bunt gemischt hier, ne? Wir haben hier ein paar Leute von der USA, ein paar Leute aus Kanada, wir haben hier auch viele Tschechen am Start, ne? Welche Server? Chile haben wir hier jemanden, ne? Ich glaube, das war Chile, ich bin mir nicht ganz sicher, Brasilien, ne? Also hier sind auf jeden Fall viele fusionierte Leute auch in den Top-Rängen mit am Start und ich bin gespannt, weil das Ganze ist ja wirklich ziemlich frisch noch hier fusioniert, wie sich das denn in Zukunft entwickeln wird und wie sich das auch so einpendeln wird, ne? Also ich werde hier definitiv nochmal das ein oder andere Mal raufschauen auf den Server, ist sehr interessant. Gucken wir mal in die Gilden rein. Ich sehe das Ganze hier auch das erste Mal jetzt gerade und halt auch sehr interessant jetzt auch gerade, wo der Elevator startet hier. Ne? Ich denke mal, den ersten Elevator, den verbringen alle noch so in ihrer Gilde vielleicht, aber vielleicht fusionieren sich danach auch wirklich so eine Mega-Gilden oder so. Keine Ahnung. Das werden wir dann sehen, aber ich werde es wahrscheinlich dann auch gar nicht
ja, auf dem Schirm haben. Wir haben zum Beispiel Gilden, die so mit rübergenommen worden sind von anderen Servern. Zum Beispiel weiß ich hier die Gipfelstürmer, das war ja so ein Projekt auf Chile, die vorhaben irgendwie den Elevator zu dominieren mit ganz vielen Bearsies und so. Ne? Das ist zum Beispiel eine Gilde, die wurde komplett rübergenommen. Strider, seine Gilde, wird er wohl wahrscheinlich aufgegeben haben. Also es ist wirklich sehr viel Interessantes halt auch so zu erzählen, ne? Weil halt eben das auch so komplex ist, das Thema hier mit der Serverfusion. Strider war ja wirklich fast der Einzige auf seinem Server, der aktiv gespielt hat und hat halt alleine seine Gilde gecarried. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Irgendwas mit Kingdom oder so. United. Nee, irgendwas. Ich weiß nicht mehr. Irgendwas mit R war das. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall spielt ja Strider jetzt in der Gilde The Severed Tongue. Und das ist definitiv nicht seine Gilde. Das heißt, er wird sich hier untergeschlossen haben. Dementsprechend, wenn so ein Kaliber wie der Strider in so eine Gilde geht, dann wird die automatisch schon extrem krass nach oben geboostet. Und ja, wir haben hier auch zum Beispiel den Kragori, ne, der auch, ja, soweit ich weiß, eigentlich inaktiv gegangen ist. Vielleicht jetzt doch nicht. Keine Ahnung, weil aktive Tränke sind am Start. Ich weiß es nicht. Retired am 6.6. Okay, vielleicht doch. Aber er muss ja auch irgendwie hier in die Gilde gegangen sein. Oder Severed Tongue war die Gilde, in der Kragori gespielt hat dann, und er mit rübergenommen worden ist. Keine Ahnung, das kann ich euch nicht sagen. Also da bin ich halt, ne, in solchen Sachen, da kann man nicht überall so im Thema drin stehen. So, ne? Also ja, geht ja nicht, weil das sind alles eigene Dynamiken und so auf verschiedenen Servern, die sonst kein Schwein irgendwo gehört hat. Ne? Und deswegen kann ich euch da leider nicht viel zu sagen. Ne? Nur, dass halt eben ich jetzt zum Beispiel genau weiß, dass so jemand wie Strider halt eben extrem davon profitiert, ja, weil er halt wirklich fast alleine auf seinem Server war und jetzt halt eben auch ein paar Leute um sich rum hat, die halt eben auch aktiv spielen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Des Weiteren ist es halt unglaublich nice, dass auch die Fusion an sich als solches so flüssig geklappt hat und da es nicht zu größeren Problemen gekommen ist, so, ne? Also das ist ja auch erstmal was, wo man sagen muss, okay, das ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich, ne? Es gibt noch so Sachen wie, ich glaube, so eine ungeklärten Sachen wie hier, die 10 oder hier zum Beispiel 133. Ich glaube, hier wird noch eventuell der Name offen gehalten oder so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil es eventuell hier doppelt geben könnte oder so. Auf jeden Fall ist das hier noch nicht ganz richtig. Ja, ich weiß aber nicht genau, wonach das geht und wie sich das verhält alles. Ne? Ich weiß auf jeden Fall, dass es noch eine Umfrage gab, wie das Ergebnis laufen soll, zwecks der Umbenennung. So, da weiß ich noch, da gab es noch irgendwie eine Umfrage. Das kann ich euch ja auch sehr gerne mal verlinken, wenn ich jetzt dran denke. Ja, wonach entschieden wird, nach Aktivität, nach Account-Erstellung, nach Level oder so. Ne? Da wurde auch die Community gefragt. Ja, aber das soll es erstmal so für den ersten Einblick gewesen sein auf den neuen Server, auf dem ersten fusionierten Server. Und ja, ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Was sagt ihr dazu? Ich werde hier definitiv mal hier und da mal reinschauen auf den Server. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.